Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den weitläufigen, von der Zeit gezeichneten Ruinen des Qutb-Komplexes in Delhi, umgeben von den steinernen Zeugen vergangener Sultanate, steht ein Monument, das leise gegen die Gesetze der Zeit selbst protestiert. Es ist kein prunkvolles Mausoleum, kein hoch aufragender Turm, sondern eine schlichte, dunkle Säule aus Eisen. Seit über 1600 Jahren trotzt sie dem Monsunregen und der feuchten Hitze Indiens, ohne auch nur den Anflug von Rost anzusetzen, der eigentlich das unvermeidliche Schicksal von Eisen ist. Dieses Artefakt stellt eine stille, aber tiefgreifende Frage an unsere moderne Welt. Welches vergessene Wissen erlaubte es antiken Handwerkern, ein Meisterwerk zu schaffen, das unsere eigene Technologie herausfordert? Guten Abend. Begleiten Sie mich an einen Ort, an dem die Zeit eine andere Dichte zu haben scheint. Im Herzen des geschäftigen, pulsierenden Delhi, inmitten der majestätischen Ruinen des Qutb-Minar-Komplexes, steht ein stiller Wächter. Umgeben von den Echos von Jahrhunderten, vom Aufstieg und Fall von Imperien, erhebt er sich mit einer schlichten, fast unauffälligen Eleganz. Es ist keine Pyramide, kein Koloss, kein prunkvoller Tempel. Es ist eine Säule aus Eisen. 7 Meter hoch ragt sie in den indischen Himmel. Ihr Gewicht wird auf über 6 Tonnen geschätzt. Ihre Oberfläche ist dunkel, fast schwarz, und fühlt sich unter den wandernden Sonnenstrahlen kühl und fest an. Seit über 1600 Jahren trotzt sie dem Monsunregen, der sengenden Hitze und der unerbittlichen Feuchtigkeit Delhis. Und hier, in dieser einfachen Tatsache, liegt eines der größten technologischen Rätsel der alten Welt. Denn diese Säule rostet nicht. Stellen Sie sich das für einen Moment vor. Jedes Stück Eisen, das wir aus unserem Alltag kennen, ein Nagel, ein Werkzeug, die Karosserie eines alten Autos, ist dem unaufhaltsamen Prozess des Verfalls unterworfen. Eisen will zu seinem natürlichen Zustand zurückkehren, zu dem rötlich-braunen Staub, aus dem es gewonnen wurde. Dieser Prozess, die Oxidation, ist eine fundamentale chemische Realität. Doch dieser Monolith, geschmiedet in der Dunkelheit der Antike, widersetzt sich dieser Realität mit einer stoischen Gelassenheit. Er ist ein technisches Anachronismus, ein Artefakt, das seinem Zeitalter um Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, vorauszueilen scheint. Bevor wir uns den wissenschaftlichen Erklärungen und den historischen Debatten zuwenden, lassen Sie uns einfach einen Moment innehalten und dieses Objekt betrachten. Es ist mehr als nur ein Stück Metall. Es ist ein Denkmal für eine vergessene Meisterschaft, ein Zeugnis für das außergewöhnliche Wissen einer Kultur, die wir gerade erst wieder zu entdecken beginnen. Es ist eine Frage, die in Metall gegossen und in den Boden der Zeit gerammt wurde. Um die Säule zu verstehen, müssen wir die Welt verstehen, in der sie geboren wurde. Wir reisen zurück ins 4. und 5. Jahrhundert nach Christus, in eine Zeit, die als das goldene Zeitalter Indiens bekannt ist, die Ära des Gupta-Reiches. Dies war keine Epoche der Dunkelheit oder des Aberglaubens, wie man es vielleicht erwarten würde. Es war eine Zeit von außergewöhnlicher, kultureller, wissenschaftlicher und künstlerischer Blüte. Die Gupta-Herrscher waren nicht nur Eroberer, sondern auch Förderer der Künste und Wissenschaften. An ihren Höfen versammelten sich die brillantesten Köpfe des Subkontinents.
Es war die Zeit, in der der Astronom und Mathematiker Aryabhata die Bewegung der Planeten mit erstaunlicher Präzision berechnete und die Grundlagen der Trigonometrie legte. Es war die Ära, in der das Konzept der Null, eine der revolutionärsten Ideen der Mathematik, entwickelt und verfeinert wurde. Eine Idee, ohne die unsere moderne digitale Welt undenkbar wäre. Die Literatur blühte unter Dichtern wie Kalidasa, dessen Werke noch heute für ihre Schönheit und emotionale Tiefe gefeiert werden. Die Bildhauer der Gupta-Zeit schufen einige der elegantesten und spirituellsten Darstellungen Buddhas und hinduistischer Gottheiten, die die Welt je gesehen hat. Und inmitten dieser intellektuellen Explosion erreichte auch die Metallurgie einen Höhepunkt. Die Handwerker der Guptas waren Meister ihres Fachs. Sie verstanden die komplexen Eigenschaften von Metallen und entwickelten Techniken, die in Europa erst über 1000 Jahre später wiederentdeckt werden sollten. Die Eisensäule von Delhi war kein Zufallsprodukt. Sie war das Ergebnis eines tiefen, über Generationen weitergegebenen Wissens über die Verhüttung, die Reinigung und die Verarbeitung von Eisen. Sie ist der stählerne Ausdruck des Selbstbewusstseins und der technologischen Überlegenheit einer Zivilisation auf ihrem Zenit. Wenn wir die Säule betrachten, sehen wir nicht nur ein rostfreies Wunder, sondern das Erbe einer Gesellschaft, die die Sterne kartierte, die Leere zähmte und die Elemente mit einer Finesse beherrschte, die uns bis heute in Erstaunen versetzt. Die Säule ist nicht stumm. Sie trägt eine Botschaft aus ihrer fernen Vergangenheit, eingraviert in einer der ältesten und elegantesten Schriften der Welt, der Brahmi-Schrift. Die Sprache ist Sanskrit, die klassische Sprache der Dichtung, Philosophie und Wissenschaft des alten Indien. Die Inschrift ist relativ kurz, aber von unschätzbarem Wert. Sie ist ein Fenster in die Seele derer, die dieses Monument errichteten. Sie spricht von einem mächtigen König namens Chandra. Die meisten Historiker identifizieren diesen Chandra mit Chandragupta II., einem der größten Herrscher der Gupta-Dynastie, der von etwa 375 bis 415 nach Christus regierte. Der Text ist kein trockener administrativer Bericht, sondern ein poetisches Loblied, ein Prashasti. Er preist die Tapferkeit und die Eroberungen des Königs. Er beschreibt, wie Chandra seine Feinde in den Vanga-Ländern, dem heutigen Bengalen, besiegte und wie sein Ruhm sogar den Ozean überquerte, als er die Valikas jenseits der 7 Mündungen des Flusses Indus bezwang. Diese Zeilen malen das Bild eines Kriegerkönigs, eines Herrschers, dessen Macht sich über weite Teile des Subkontinents erstreckte. Doch der wichtigste Teil der Inschrift offenbart den wahren Zweck der Säule. Sie wurde nicht nur als Trophäe errichtet. Der Text besagt, dass König Chandra sie als Dvaja Stamba, als Flaggenmast oder Standarte, zu Ehren des Gottes Vishnu auf einem Hügel namens Vishnupada aufstellen ließ. Der König, so heißt es, hatte seinen Geist in tiefer Hingabe auf Vishnu gerichtet. Die Säule war also ein Akt der Frömmigkeit, eine Brücke zwischen dem irdischen Reich eines Königs und der himmlischen Sphäre eines Gottes. Sie ist ein Gebet aus Eisen, das die militärischen Triumphe eines Menschen mit seiner spirituellen Demut verbindet. Wenn wir die eleganten Kurven der Sanskrit-Buchstaben betrachten, hören wir das leise Flüstern einer vergangenen Zeit, den Stolz eines Imperiums, den Glauben eines Königs und den Wunsch, eine Botschaft zu hinterlassen, die selbst die zerstörerische Kraft der Zeit überdauern sollte. Bevor wir uns den Geheimnissen der Säule selbst widmen, müssen wir einen Schritt zurücktreten
und uns mit einer fundamentalen Kraft der Natur beschäftigen, der Korrosion. Insbesondere dem Prozess, den wir als Rosten kennen. Eisen in seiner reinen metallischen Form ist in der Natur selten. Es wird aus Erzen gewonnen, in denen es mit Sauerstoff verbunden ist, als Eisenoxid. Der gesamte Prozess der Eisenherstellung, vom Schmelzen im Ofen bis zum Schmieden, ist ein energieaufwendiger Kampf gegen die Natur. Wir zwingen das Eisen, seine Sauerstoffatome abzugeben und zu einem reinen, instabilen Metall zu werden. Instabil deshalb, weil das Eisen diesen Zustand nicht mag. Es strebt danach, in seinen ursprünglichen, energetisch stabileren Zustand zurückzukehren. Es will sich wieder mit Sauerstoff verbinden. Dieser Prozess ist das Rosten. Stellen Sie es sich wie ein extrem langsames, kaltes Feuer vor. Wenn Eisen mit Wasser und Sauerstoff in Kontakt kommt, beginnt eine elektrochemische Reaktion. Elektronen fließen vom Eisen zum Sauerstoff, wodurch Eisenionen entstehen. Diese Ionen verbinden sich dann mit dem Sauerstoff und Wasser zu hydratisiertem Eisenoxid, dem flockigen, rötlich-braunen Material, das wir als Rost kennen. Rost ist nicht nur eine kosmetische Unschönheit, er ist zerstörerisch. Im Gegensatz zu der schützenden Oxidschicht, die sich auf Aluminium oder Kupfer bildet, ist Rost porös und brüchig. Er blättert ab und legt frisches Metall frei, das dann ebenfalls rosten kann. Schicht für Schicht frisst sich der Rost durch das Metall, bis nichts mehr davon übrig ist. Dies ist ein unerbittliches Naturgesetz. Jede Eisenbrücke, jedes Schiff, jedes Werkzeug kämpft einen ständigen Kampf dagegen. Und nun kehren wir zurück zu unserer Säule in Delhi. Sie steht seit über 1600 Jahren im Freien, ausgesetzt einem Klima, das durch den jährlichen Monsun extrem feucht ist. Ideale Bedingungen für die Bildung von Rost. Nach den Gesetzen der Chemie und Physik dürfte sie heute nicht mehr existieren. Sie müsste längst zu einem Haufen roten Staubes zerfallen sein. Doch sie steht, unversehrt. Ihre Existenz stellt eine fundamentale Frage. Haben die Schmiede der Guptas dieses Naturgesetz außer Kraft gesetzt? Oder haben sie es auf eine Weise verstanden und genutzt, die wir erst heute, im Zeitalter der modernen Materialwissenschaft, zu begreifen beginnen? Das wahre Geheimnis der Säule liegt nicht in einer verlorenen außerirdischen Technologie oder einer vergessenen magischen Formel. Es liegt wie so oft in der subtilen Chemie der Materialien selbst, in einer unbeabsichtigten, aber genialen Konsequenz des Herstellungsprozesses. Das Schlüsselwort lautet Phosphor. Normalerweise gilt ein hoher Phosphorgehalt in Eisen als Verunreinigung, die das Metall spröde und unbrauchbar macht. Moderne Stahlerzeuger geben sich große Mühe, ihn zu entfernen. Doch die alten indischen Schmiede verwendeten Eisenerz, das von Natur aus reich an Phosphor war. Während des Schmelzprozesses, der bei niedrigeren Temperaturen stattfand als in modernen Hochöfen, wurde das Eisen nie vollständig flüssig. Stattdessen entstand eine zähe, teigige Masse, ein sogenannter Eisenluppen. In diesem Prozess wurde der Phosphor nicht vollständig aus dem Metall entfernt. Er blieb als feine, unsichtbare Ader im Gefüge des Eisens zurück. Und hier beginnt die stille, unsichtbare Alchemie. Über die Jahrhunderte hinweg reagierte dieser eingeschlossene Phosphor mit dem Eisen und den Elementen der Atmosphäre, Sauerstoff und Wasser. Anstatt den zerstörerischen roten Rost zu bilden, den wir kennen, katalysierte der Phosphor die Entstehung einer hauchdünnen, aber extrem dichten und stabilen Schutzschicht. Diese Schicht, eine komplexe Verbindung, die Wissenschaftler als Eisenwasserstoff-Phosphathydrat oder Misavid bezeichnen, versiegelt die Oberfläche des Metalls.
Sie ist nur wenige Mikrometer dick, ein unsichtbarer Panzer auf atomarer Ebene, der das darunterliegende Eisen vor weiterer Korrosion schützt. Es ist ein Prozess der Selbstheilung, eine passive Barriere, die sich im Laufe der Zeit gebildet hat und sich selbst erhält. Die Schmiede der Gupta-Zeit schufen also nicht bewusst rostfreien Stahl. Vielmehr war es eine glückliche Fügung, ein Zusammenspiel aus der einzigartigen Zusammensetzung ihres Rohmaterials und ihrer spezifischen Verarbeitungsmethode. Sie perfektionierten eine Technik, deren verborgene chemische Vorteile sie vielleicht nicht im Detail verstanden, deren Ergebnis sie aber meisterhaft beherrschten. Ein unbeabsichtigtes Meisterwerk der Materialwissenschaft, geboren aus Tradition und dem reichen Boden Indiens. Stellen wir uns die Szene vor. Nicht das stille Monument, das wir heute sehen, sondern den Ort seiner Entstehung. Eine riesige, offene Werkstatt, erfüllt vom Glühen der Schmiedefeuer und dem dichten, beißenden Geruch von Holzkohle. Hier wurde die Säule nicht in eine Form gegossen, wie man es bei einem so großen Objekt erwarten würde. Sie wurde geschmiedet. Stück für Stück, in einem mühsamen und unglaublich kunstfertigen Prozess, der als Feuerschweißen bekannt ist. Die Schmiede begannen mit Dutzenden, vielleicht Hunderten von einzelnen Eisenblöcken, den sogenannten Luppen. Jeder dieser Blöcke, aus dem Erz gewonnen, wurde im Feuer bis zur Weißglut erhitzt. Der Lärm muss ohrenbetäubend gewesen sein. Das ständige Rauschen der Blasebälge, die das Feuer anfachten, und der rhythmische, donnernde Klang der Hämmer. In perfekter Synchronisation hob und senkte ein Team von Männern schwere Vorschlaghämmer, um die glühenden Eisenstücke zu bearbeiten. Sie trieben Unreinheiten aus, verdichteten das Metall und formten es. Der entscheidende Moment kam, als zwei dieser erhitzten Stücke zusammengefügt wurden. Bei der richtigen Temperatur wird Eisen fast wie Ton. Mit präzisen, kräftigen Schlägen verschmolzen die Oberflächen der beiden Blöcke auf molekularer Ebene zu einer einzigen, untrennbaren Einheit. Dieser Vorgang wurde unzählige Male wiederholt. Block an Block, Schicht auf Schicht, wuchs die Säule langsam in die Höhe. Jede Schweißnaht musste perfekt sein, ohne Risse oder Einschlüsse, um die strukturelle Integrität des gewaltigen Monuments zu gewährleisten. Wenn wir heute die fast nahtlose Oberfläche der Säule betrachten, sehen wir nicht die Arbeit einer Maschine, sondern das Ergebnis Tausender von Stunden menschlicher Anstrengung, Konzentration und über Generationen weitergegebenem Wissen. Die leichten Unregelmäßigkeiten und die sichtbaren Hammerschlagspuren sind keine Fehler, sondern die Signatur ihrer Schöpfer. Es ist ein Zeugnis für eine Meisterschaft des Schmiedehandwerks, die in diesem Maßstab heute kaum noch vorstellbar ist. Jeder Schlag war ein Akt der Schöpfung, der rohes Erz in ein dauerhaftes Symbol der Macht und des Glaubens verwandelte. Um die wahre Bedeutung der Eisensäule zu erfassen, müssen wir über ihre materielle Beschaffenheit hinausblicken. Denn sie war weit mehr als nur eine technische Meisterleistung oder eine Inschriftentafel. In der Vorstellungswelt des alten Indien war sie ein machtvolles Symbol, eine Brücke zwischen der Welt der Menschen und der Sphäre der Götter. Solche Säulen, bekannt als Dvaja oder Stamba, waren heilige Banner oder Standarten, die einen heiligen Ort markierten und die Präsenz einer Gottheit anzeigten. Die Inschrift auf der Säule von Delhi deutet darauf hin, dass sie ursprünglich als Dvaja für den Gott Vishnu errichtet wurde. Sie war Vishnus Standarte auf Erden, ein Zeichen seiner kosmischen Macht und Ordnung.
In einem tieferen, philosophischen Sinne verkörperte die Säule das Konzept der Axis Mundi, der Weltachse. In vielen alten Kulturen gibt es die Vorstellung eines zentralen Pfeilers, eines Baumes oder eines Berges, der das Zentrum des Universums bildet und Himmel, Erde und Unterwelt miteinander verbindet. Diese Achse ist der Punkt der Stabilität in einem sich ständig wandelnden Kosmos. Die Säule, die fest in der Erde verankert ist und unerschütterlich in den Himmel ragt, war die physische Manifestation dieses Konzepts. Sie symbolisierte die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Reiches des Königs, der sie errichten ließ. In diesem Fall Chandragupta II. Seine Herrschaft wurde so mit der göttlichen und kosmischen Ordnung gleichgesetzt. Die Säule war eine auserlesene Form der Propaganda, die nicht durch Worte, sondern durch ihre schiere Präsenz und ihre symbolische Form wirkte. Ihre Langlebigkeit, ihr Widerstand gegen den Verfall des Rostes war dabei kein Zufall, sondern ein integraler Bestandteil ihrer Botschaft. So wie die Säule der Zeit trotzt, so sollte auch die Herrschaft des Königs und die göttliche Ordnung, die er vertrat, ewig währen. Sie war ein Gebet aus Eisen, ein in den Himmel geschriebenes Versprechen von Beständigkeit in einer vergänglichen Welt. Die Säule, die wir heute im Qutb-Komplex in Delhi bewundern, steht nicht an ihrem ursprünglichen Platz. Ihre Geschichte ist auch eine Geschichte der Reise, eine stille Odyssee durch die wechselnden Gezeiten der indischen Geschichte. Die Inschrift selbst gibt uns den ersten Hinweis. Sie erwähnt einen Ort namens Vishnupada, den Hügel des Fußabdrucks Vishnus. Die meisten Historiker sind sich einig, dass damit der Hügel von Udayagiri im heutigen Madhya Pradesh gemeint ist. Dort, inmitten eines Komplexes aus in den Fels gehauenen Höhlentempeln aus der Gupta-Zeit, stand die Säule ursprünglich. Sie war das Herzstück einer heiligen Anlage, die der Verehrung Vishnus gewidmet war und die Siege von König Chandragupta II. Feierte. Fast 600 Jahre lang stand sie dort, ein stiller Wächter über dem Aufstieg und Fall von Königreichen. Doch dann, im 11. oder 12. Jahrhundert, wurde sie entwurzelt und auf eine hunderte von Kilometern lange Reise nach Norden geschickt. Der genaue Zeitpunkt und die Person, die diesen monumentalen Umzug anordnete, sind unter Historikern umstritten. Eine weit verbreitete Theorie besagt, dass Anangpal Tomar, ein König der Tomara-Dynastie, die Säule nach Delhi brachte, um seine neu gegründete Hauptstadt Lal Kot zu schmücken. Eine andere Möglichkeit ist, dass sie später von den Sultanen von Delhi als Kriegstrophäe an ihren heutigen Standort gebracht wurde. Unabhängig von den genauen Umständen war der Transport eine logistische Meisterleistung. Man stelle sich vor, wie dieses 7 Tonnen schwere Monument mit den Mitteln der damaligen Zeit über unwegsames Gelände transportiert wurde. Es war kein Akt der Zerstörung, sondern einer der Aneignung. Die neuen Herrscher Delhis erkannten die Einzigartigkeit und die symbolische Kraft der Säule. Indem sie im Zentrum ihres eigenen Machtkomplexes, der Quwwat-ul-Islam-Moschee, aufstellten, übertrugen sie ihre Aura der Beständigkeit und Legitimität auf ihre eigene Herrschaft. Die Säule wurde so von einem hinduistischen Symbol zu einem von vielen angeeigneten Objekten in einem neuen islamischen Kontext. Ein stiller Zeuge des komplexen kulturellen Synkretismus, der die Geschichte Indiens so nachhaltig prägt. Die Jahrhunderte zogen ins Land und das Gupta-Reich, das die Säule einst erschaffen hatte, zerfiel zu Staub und Erinnerung. Neue Mächte stiegen in Nordindien auf und mit ihnen kamen neue Herrscher, neue Religionen und neue Hauptstädte.
Um das Jahr 2200 herum geschah etwas Entscheidendes in der Geschichte unseres stillen Protagonisten aus Eisen. Die Ghuriden, eine persisch-türkische Dynastie, eroberten Delhi. Ihr erster Sultan in Delhi, Qutb al-Din Aybak, begann mit einem monumentalen Bauprojekt, dem Qutb-Komplex. Er sollte die Macht des neuen islamischen Sultanats demonstrieren, erbaut auf den Ruinen von Lal Kot, der besiegten Hindu-Festung. Inmitten dieses architektonischen Umbruchs wurde unsere Säule entwurzelt. Wir wissen nicht genau, wer den Befehl gab oder wie der Transport vonstatten ging. Aber das Ergebnis ist unübersehbar. Die Vishnu gewidmete Säule, ein Symbol des Hindu-Königtums, wurde an den prominentesten Ort des neuen Machtzentrums versetzt, in den zentralen Innenhof der Quwwat-ul-Islam-Moschee, der Macht des Islam-Moschee. Stellen Sie sich diesen Kontrast vor. Ein antikes Monument, dessen Inschrift einen hinduistischen Gott preist, steht nun im Herzen eines der frühesten und bedeutendsten islamischen Gotteshäuser Indiens. Sie wurde nicht zerstört, nicht eingeschmolzen. Stattdessen wurde sie zu einem Trophäenstück, einem sichtbaren Zeichen des Triumphs. Die neuen Herrscher erkannten ihre Einzigartigkeit und vielleicht auch ihre symbolische Kraft. Indem sie die Säule in ihren eigenen heiligen Bezirk integrierten, eigneten sie sich symbolisch die Stärke und Beständigkeit der besiegten Kultur an. So begann für die Eisensäule ein neues Kapitel, als stummer, aber unübersehbarer Fremder an einem fremden Ort. Umgeben von den kunstvollen Bögen und dem hoch aufragenden Minarett des Qutb Minar wurde sie Zeugin von Jahrhunderten des Delhi-Sultanats, des Mogulreichs und schließlich der Ankunft der Briten. Sie stand einfach da, ein Relikt aus einer anderen Zeit, das eine neue, komplexe Bedeutung in einer sich wandelnden Welt erhielt. Mit dem Aufstieg des britischen Raj in Indien begann eine neue Ära der Erkundung und Katalogisierung. Britische Offiziere, Ingenieure und Antiquare durchkämmten den Subkontinent, angetrieben von einer Mischung aus imperialem Stolz, wissenschaftlicher Neugier und dem Wunsch, die Zivilisationen zu verstehen, über die sie nun herrschten. In diesem Kontext wurde die Eisensäule von Delhi für die westliche Welt wiederentdeckt. Natürlich war sie nie verloren. Sie stand die ganze Zeit über offen sichtbar im Qutb-Komplex. Aber nun wurde sie durch die Linse der modernen Wissenschaft betrachtet. Einer der ersten, der ihre Bedeutung erkannte, war der britische Archäologe Alexander Cunningham in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Als er die Säule untersuchte, stieß er auf ein Rätsel, das sein Verständnis der antiken Metallurgie in Frage stellte. Er bemerkte ihre bemerkenswerte Korrosionsbeständigkeit. In einem Klima wie dem von Delhi, mit seinen Monsunregen und seiner extremen Luftfeuchtigkeit, hätte jedes gewöhnliche Eisenobjekt aus dieser Zeit längst zu einem Haufen Rost zerfallen sein müssen. Doch diese Säule stand, nach über 1000 Jahren, fast unberührt. Die anfänglichen Berichte, die Europa erreichten, wurden mit einer Mischung aus Staunen und tiefem Skeptizismus aufgenommen. War das wirklich reines Schmiedeeisen? Hatte man das Alter korrekt datiert? Die Idee, dass eine primitive Zivilisation des 4. oder 5. Jahrhunderts eine solche metallurgische Meisterleistung vollbringen konnte, passte nicht in das vorherrschende eurozentrische Weltbild des technologischen Fortschritts. Es begann eine Phase intensiver Untersuchung. Proben wurden entnommen, chemische Analysen in Auftrag gegeben und die Inschriften von Philologen entziffert. Die Säule war nicht länger nur ein historisches Artefakt oder eine religiöse Trophäe. Sie war zu einem wissenschaftlichen Problem geworden,
einem Out-of-Place-Artefakt, das eine Erklärung verlangte. Das Staunen wich der systematischen Analyse und die Skepsis wurde zum Motor für eine tiefere Erforschung, die bis heute andauert. Angesichts eines Rätsels, das die etablierten Vorstellungen von antiker Technologie sprengte, blühten die Spekulationen. Bevor die moderne Materialwissenschaft detaillierte Antworten liefern konnte, versuchten Gelehrte und Enthusiasten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, das Geheimnis der rostfreien Säule mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu erklären. Eine der ersten und wissenschaftlich plausibelsten Theorien war die des Meteoriteneisens. Man wusste, dass Eisen aus dem Weltraum, das in Meteoriten auf die Erde fällt, oft einen hohen Nickelanteil aufweist, der es von Natur aus korrosionsbeständiger macht. Kulturen auf der ganzen Welt, von den Inuit bis zu den alten Ägyptern, hatten Meteoriteneisen für besondere Objekte wie Dolche oder Werkzeuge verwendet. Könnte die gewaltige Säule von Delhi aus einem einzigen, riesigen Eisenmeteoriten geschmiedet worden sein? Diese Hypothese war verlockend, denn sie erklärte sowohl die Reinheit als auch die Rostbeständigkeit des Materials, ohne die technologischen Fähigkeiten der Gupta-Zeit überstrapazieren zu müssen. Es gab jedoch ein Problem. Chemische Analysen zeigten bald, dass der Nickelgehalt der Säule verschwindend gering war, viel zu gering, um meteoritischen Ursprungs zu sein. Das Eisen war definitiv irdisch. Da die Meteoritentheorie ausschied, wandten sich andere Erklärungen dem Reich des Spekulativen zu. Die Idee von verlorenem Wissen oder geheimen Techniken wurde populär. Man stellte sich vor, dass die alten indischen Schmiede über ein alchemistisches Geheimnis verfügten, das im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen war. Dies war eine romantische Vorstellung, die die Säule in die Nähe von Mythen wie dem griechischen Feuer oder Damaszener Stahl rückte. Noch einen Schritt weiter gingen jene, die von einer vergessenen, hochentwickelten Zivilisation träumten. Vielleicht, so die Überlegung, war die Gupta-Zeit nur der Erbe einer viel älteren und fortschrittlicheren Kultur, deren wahre Fähigkeiten wir uns heute nicht mehr vorstellen können. Diese frühen Theorien, ob wissenschaftlich fundiert oder romantisch verklärt, zeigen vor allem eines: die tiefgreifende Wirkung, die die Säule auf ihre Betrachter hatte. Sie war ein Objekt, das so sehr außerhalb seiner Zeit zu stehen schien, dass es die Grenzen der historischen Vorstellungskraft herausforderte. Wo wissenschaftliche Erklärungen komplex und mühsam sind, bietet die Pseudowissenschaft oft einfache, aber fantastische Antworten. Die Eisensäule von Delhi als klassisches Out-of-Place-Artefakt wurde unweigerlich zum Anziehungspunkt für genau solche Deutungen. Sobald die Meteoritentheorie widerlegt war und die Erklärung durch konventionelle Schmiedekunst noch nicht vollständig verstanden wurde, öffnete sich ein Vakuum, das schnell von den wildesten Spekulationen gefüllt wurde. Autoren der Präastronautik, allen voran Erich von Däniken und seine Nachfolger, sahen in der Säule einen Beweis für außerirdische Besucher. Die Logik, wenn man sie so nennen kann, ist simpel. Wenn die Menschen der damaligen Zeit es nicht selbst herstellen konnten, muss das Wissen von den Sternen gekommen sein. Die Säule wurde zu einer Art Antenne, einem technologischen Relikt, das von Außerirdischen zurückgelassen oder unter deren Anleitung gebaut wurde. Andere Theorien griffen die Idee der verlorenen Zivilisation auf, aber nicht im Sinne einer vergessenen historischen Kultur, sondern im mythischen Kontext von Atlantis, Lemuria oder Mu. Die Säule, so hieß es,
sei ein Überbleibsel einer globalen, prähistorischen Superzivilisation, deren Technologie unserer eigenen überlegen war und die durch eine Katastrophe vernichtet wurde. Das Problem mit all diesen Deutungen ist nicht ihre Fantasie, sondern ihr fundamentaler Mangel an Respekt gegenüber der menschlichen Geschichte. Sie basieren auf einer stillschweigenden Annahme, die oft rassistische oder eurozentrische Untertöne hat, dass antike, nicht westliche Völker per se unfähig zu solch erstaunlichen technologischen Leistungen waren. Anstatt die indischen Schmiede der Gupta-Zeit als brillante Meister ihres Fachs zu würdigen, die durch Generationen von Experimenten und Beobachtungen ein tiefes Verständnis für ihr Material entwickelten, wird ihre Leistung externalisiert auf Aliens oder mythische Atlanter. Als Historiker ist es unsere Aufgabe, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Die wahre Faszination der Säule liegt nicht in erfundenen Geschichten, sondern in der realen, nachweisbaren Genialität ihrer menschlichen Schöpfer. Die wissenschaftliche Erklärung, die wir in den nächsten Kapiteln beleuchten werden, ist am Ende weitaus beeindruckender als jede Fabel von Raumschiffen oder versunkenen Kontinenten. Um die Einzigartigkeit der Säule von Delhi wirklich zu erfassen, müssen wir unseren Blick weiten und sie nicht als isoliertes Wunder betrachten, sondern als einen leuchtenden Punkt in einem riesigen, globalen Mosaik der Metallurgie. Die Geschichte des Eisens ist eine Geschichte menschlichen Einfallsreichtums, die auf allen Kontinenten geschrieben wurde, oft mit sehr unterschiedlichen Methoden und Ergebnissen. Denken wir an die Hethiter in Anatolien, die oft als Pioniere des Eisenzeitalters bezeichnet werden. Ihre Technik basierte auf dem Rennofen, einem einfachen Schachtofen, in dem Eisenerz mit Holzkohle erhitzt wurde. Das Ergebnis war kein flüssiges Metall, sondern ein poröser, schwammartiger Klumpen aus Eisen und Schlacke, die sogenannte Luppe. Dieser Schwamm musste dann mühsam und langwierig mit Hämmern bearbeitet werden, um die Schlacke auszutreiben und das Eisen zu verdichten. Es war ein brutaler, kraftraubender Prozess, der aber die ersten funktionellen Eisenwaffen und Werkzeuge hervorbrachte. Später perfektionierten die Römer diese Methode und steigerten sie zu einer beispiellosen Massenproduktion. Sie stellten Eisen in gewaltigen Mengen her, für die Legionen, für den Bau, für das tägliche Leben. Doch die Qualität war oft uneinheitlich. Ein römisches Schwert, ein Gladius, war eine effektive Waffe, aber seine metallurgische Konsistenz konnte stark variieren. Ganz anders in China. Dort gelang es den Schmieden bereits um das 5. Jahrhundert vor Christus, Temperaturen in ihren Hochöfen zu erreichen, die hoch genug waren, um Eisen zu schmelzen. Sie waren die Meister des Gusseisens, Jahrhunderte vor Europa. Dies ermöglichte ihnen die Herstellung komplexer Formen und eine effizientere Produktion. Im Vergleich dazu erscheint die Methode, mit der die Säule von Delhi erschaffen wurde, das Feuerschweißen unzähliger einzelner Luppen, fast archaisch. Doch genau hier liegt die Genialität. Es war keine Massenproduktion. Es war ein monumentales Einzelprojekt, das eine andere Art von Meisterschaft erforderte. Die Fähigkeit, ein enormes Objekt mit bemerkenswerter Reinheit und struktureller Integrität zu schaffen. Jede Kultur fand ihre eigene Antwort auf die Herausforderung des Eisens, geprägt von lokalen Erzen, Brennstoffen und Bedürfnissen. Die Säule von Delhi ist nicht zwangsläufig besser als eine chinesische Pagode aus Gusseisen oder ein römisches Aquädukt, das mit Eisenklammern verstärkt wurde. Sie ist der Ausdruck eines einzigartigen Weges, eines tiefen, empirischen Wissens, das zu einem Ergebnis führte,
das die Zeit selbst herausfordert. Wenn wir über die metallurgische Brillanz des alten Indien sprechen, kommt uns unweigerlich ein anderer, fast mythischer Werkstoff in den Sinn: der Woods-Stahl. Er ist im Westen besser bekannt als Damaszenerstahl, das Material, aus dem die legendären, unzerbrechlichen und unerreicht scharfen Klingen des Nahen Ostens und Europas geschmiedet wurden. Die Geschichte des Woods-Stahls ist eng mit dem Erbe der indischen Handwerkskunst verwoben und liefert einen wichtigen Kontext für das Verständnis der technologischen Landschaft, in der die Eisensäule entstand. Woods war kein einfaches Eisen, sondern ein hochentwickelter Schmelztiegelstahl. Der Prozess war eine Kunst für sich. In kleinen Tontiegeln wurden hochreines Eisenerz, Holzkohle und bestimmte Blätter oder Hölzer versiegelt. Diese Tiegel wurden dann über viele Stunden in einem Ofen auf eine sehr hohe Temperatur erhitzt. Im Inneren des Tiegels schmolz das Eisen und nahm langsam und gleichmäßig eine präzise Menge Kohlenstoff auf. Nach dem langsamen Abkühlen fand man im Tiegel einen kleinen, kristallinen Barren, den Woods-Ingot. Dieser Stahl hatte einen sehr hohen Kohlenstoffgehalt und eine einzigartige Mikrostruktur aus Zementit-Kristallen in einer Perlitmatrix. Beim Schmieden erzeugte diese Struktur die berühmte wellenförmige Musterung, die als Damast bekannt ist. Doch es war mehr als nur Schönheit. Diese Struktur verlieh den Klingen eine außergewöhnliche Kombination aus Härte, Schnitthaltigkeit und Flexibilität. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Herstellung der Eisensäule und die des Woods-Stahls zwei unterschiedliche technologische Pfade repräsentieren. Die Säule ist fast reines, kohlenstoffarmes Schmiedeeisen. Woods ist kohlenstoffreicher Stahl. Doch beide zeugen von einem tiefgreifenden, intuitiven Verständnis für chemische Prozesse, Temperaturkontrolle und die verborgenen Eigenschaften von Metallen. Die Tatsache, dass dieselbe Zivilisation sowohl die monumentale Schmiedekunst für die Säule als auch die filigrane Tiegelstahltechnologie für Woods beherrschte, ist bemerkenswert. Es zeigt die Breite und Tiefe ihres Wissens. Die genauen Rezepte für Woods Stahl gingen im Laufe der Zeit verloren, ein Opfer veränderter Handelsrouten und der industriellen Revolution. Doch die Legende bleibt und erinnert uns daran, dass die Schöpfer der Eisensäule von Delhi keine isolierten Genies waren. Sie waren Teil einer langen, stolzen Tradition von Meisterschmieden, deren Fähigkeiten an Magie grenzten und deren Werke noch heute die Wissenschaft in Erstaunen versetzen. Bisher haben wir uns auf die inneren Werte der Säule konzentriert, auf das Material, aus dem sie gefertigt ist. Doch kein Objekt existiert im Vakuum. Es steht in ständiger Wechselwirkung mit seiner Umgebung. Und im Fall der Eisensäule von Delhi spielt diese Umgebung eine entscheidende, oft unterschätzte Rolle. Man könnte das Klima von Delhi als einen stillen, geduldigen Komplizen bei der Erhaltung der Säule bezeichnen. Um das zu verstehen, müssen wir uns den grundlegenden Prozess des Rostens vergegenwärtigen. Eisen rostet, oder chemisch ausgedrückt, es oxidiert, wenn es zwei Dingen ausgesetzt ist: Sauerstoff und Wasser. Wasser wirkt dabei als Elektrolyt, der die elektrochemische Reaktion ermöglicht. Entfernt man eine dieser beiden Komponenten, verlangsamt sich der Prozess drastisch oder stoppt ganz. Das Klima in Delhi ist durch extreme Trockenheit für einen Großteil des Jahres gekennzeichnet. Die relative Luftfeuchtigkeit sinkt oft auf unter 20 oder 30%. Unter diesen Bedingungen gibt es einfach nicht genug Feuchtigkeit in der Luft, um eine signifikante Korrosion aufrechtzuerhalten.
Für viele Monate im Jahr ist die Säule also quasi natürlich geschützt. Aber was ist während der Monsunzeit, wenn heftige Regenfälle die Stadt heimsuchen? Hier kommt eine weitere physikalische Eigenschaft ins Spiel: die thermische Masse der Säule. Als massiver Metallkörper heizt sie sich tagsüber in der Sonne stark auf. Wenn ein Regenschauer niedergeht, ist die Oberfläche der Säule oft noch so warm, dass das Wasser sehr schnell wieder verdunstet. Die Zeit, in der ein Wasserfilm auf dem Metall verbleibt und die Korrosion vorantreiben kann, ist bemerkenswert kurz. Natürlich ist das Klima nicht die alleinige Antwort. Unzählige andere Eisenobjekte in und um Delhi sind im Laufe der Jahrhunderte zu Staub zerfallen. Wäre die Säule aus gewöhnlichem Eisen gefertigt, hätte sie trotz des günstigen Klimas zweifellos stärkere Korrosionsspuren. Die Umgebung allein erklärt das Phänomen nicht, aber sie ist ein unverzichtbarer Teil der Gleichung. Es ist eine glückliche Fügung, ein perfektes Zusammenspiel aus einem außergewöhnlichen Material und einem außergewöhnlich passenden Standort. Die Erbauer der Säule hatten kein modernes meteorologisches Wissen, aber vielleicht hatten sie durch Generationen von Beobachtung ein instinktives Verständnis dafür, wie Materialien an bestimmten Orten überdauern. Das Klima verhindert den Rost nicht vollständig, aber es verlangsamt den unaufhaltsamen Marsch der Zeit zu einem gemächlichen Schreiten, das der Säule erlaubt hat, die Jahrtausende zu überdauern. Nachdem wir die historischen Vergleiche und die klimatischen Bedingungen betrachtet haben, ist es an der Zeit, den Schleier des Mysteriums endgültig zu lüften. Wir müssen uns von der Makroebene der Geschichte und des Klimas auf die Mikroebene der Materialwissenschaft begeben. Denn die tiefsten Geheimnisse der Säule offenbaren sich erst unter dem Elektronenmikroskop und im Labor der modernen Analyse. Die entscheidenden Forschungen stammen aus Indien selbst, insbesondere vom Indian Institute of Technology in Kanpur, wo der Metallurge Dr. R. Balasubramaniam die Säule intensiv untersuchte. Seine Ergebnisse sind ebenso elegant wie erstaunlich. Die erste Erkenntnis: die Säule besteht nicht, wie manchmal vermutet, aus einer Art antikem Edelstahl oder einer exotischen, unbekannten Legierung. Sie ist zu 99,72% reines Schmiedeeisen. Doch der Schlüssel liegt nicht in dem, was sie ist, sondern in dem, was sie als winzige Verunreinigung enthält. Einen ungewöhnlich hohen Anteil an Phosphor. In der modernen Stahlherstellung gilt Phosphor als Schädling. Er wird unter großem Aufwand entfernt, da er Stahl bei niedrigen Temperaturen spröde machen kann. Doch bei der antiken Herstellungsmethode, bei der Eisenerz direkt mit Holzkohle im Rennofen reduziert wurde, gelangte der im Erz natürlich vorkommende Phosphor direkt in das fertige Eisen. Die alten Schmiede hatten keine Möglichkeit, ihn zu entfernen. Was für moderne Ingenieure ein Fehler wäre, erwies sich für die Säule als Segen. Hier ist, was die Wissenschaft enthüllt hat. Wenn die Säule Feuchtigkeit ausgesetzt wird, beginnt sie zu rosten, genau wie jedes andere Eisen. Aber der Phosphor im Metall wirkt als Katalysator. Er beschleunigt die Bildung einer ganz bestimmten, hauchdünnen Schicht auf der Oberfläche. Diese Schicht besteht aus einer komplexen Verbindung namens Eisenoxyhydroxid in einer kristallinen Form, die als Misavid bekannt ist. Diese passive Schutzschicht, nur wenige Mikrometer dick, ist der wahre Held der Geschichte. Sie ist extrem dicht, haftet fest am darunterliegenden Metall und ist nicht porös. Sie wirkt wie eine unsichtbare Rüstung, die das Eisen von der korrosiven Außenwelt abschirmt und den Rostprozess effektiv
stoppt. Mehr noch, dieser Film heilt sich selbst. Bei jedem neuen Kontakt mit Feuchtigkeit wird der Prozess reaktiviert und die Schutzschicht regeneriert und verstärkt sich. Das Geheimnis ist also keine verlorene Magie oder außerirdische Technologie. Es ist eine unbeabsichtigte, aber geniale Folge des antiken Herstellungsprozesses. Die Schmiede schufen, ohne die chemischen Formeln zu kennen, durch reines Erfahrungswissen ein Material, das seine eigene Schutzhülle erzeugt. Ein stilles, chemisches Wunder, das sich seit 1600 Jahren unaufhörlich wiederholt. In unseren vorherigen Überlegungen haben wir die Zusammensetzung der Säule und die Besonderheiten ihrer Herstellung beleuchtet. Nun tauchen wir tiefer ein in das Herzstück ihres Geheimnisses, in eine mikroskopisch dünne Schicht, die das Eisen seit über 1600 Jahren vor den Elementen schützt. Es ist ein Phänomen, das die moderne Wissenschaft als Passivierung bezeichnet. Stellen Sie sich einen unsichtbaren, aber undurchdringlichen Panzer vor, der sich selbst erschafft und heilt. Genau das geschieht auf der Oberfläche der Eisensäule von Delhi. Der Schlüssel zu diesem Schutzschild liegt, wie wir festgestellt haben, im hohen Phosphorgehalt des Eisens, ein direktes Resultat des antiken Schmelzprozesses. Die Handwerker der Gupta-Zeit verwendeten Holzkohle und spezifische Eisenerze, die reich an Phosphor waren. Ohne es zu wissen, legten sie damit den Grundstein für die außergewöhnliche Langlebigkeit ihres Werkes. Der Prozess ist eine stille, langsame Alchemie. Über die Jahrhunderte hinweg interagierte der Phosphor im Eisen mit dem Sauerstoff und der Feuchtigkeit der Luft. Doch anstatt den zerstörerischen, porösen roten Rost zu bilden, den wir kennen, katalysierte der Phosphor die Entstehung einer anderen Verbindung, einer Mischkristallschicht aus Eisen, Sauerstoff und Wasserstoff, die durch Phosphorionen stabilisiert wird. Wissenschaftler identifizierten diese Schicht als eine Mischung aus Eisenoxiden und Hydroxiden, insbesondere aber Eisen-Hydrogenphosphathydrat. Diese Schicht ist, im Gegensatz zu gewöhnlichem Rost, extrem dünn, kompakt und haftet fest auf der Metalloberfläche. Sie versiegelt das darunterliegende Eisen und verhindert, dass Feuchtigkeit und Sauerstoff weiter vordringen können. Jeder weitere Korrosionsversuch wird im Keim erstickt. Es ist ein perfektes Beispiel für einen glücklichen Zufall in der Geschichte der Technologie. Die Schmiede strebten nicht bewusst nach einer rostfreien Legierung im modernen Sinne. Vielmehr war es die inhärente Konsequenz ihrer traditionellen Methoden und Materialien, die dieses Meisterwerk der Materialwissenschaft hervorbrachte. Dieses unsichtbare Schild, nur wenige Mikrometer dick, ist der wahre Wächter der Säule, ein stilles Zeugnis für das tiefe, intuitive Verständnis von Materialien, das die alten Meister besaßen. Jenseits der wissenschaftlichen Faszination hat die Eisensäule von Delhi eine tiefgreifende symbolische Bedeutung für das moderne Indien erlangt. Sie ist mehr als nur ein archäologisches Artefakt. Sie ist ein Anker der nationalen Identität und ein stummer Beweis für eine glorreiche Vergangenheit. Im Herzen des Qutb-Minar-Komplexes, einem UNESCO-Weltkulturerbe, zieht sie täglich unzählige Besucher an, Touristen, Pilger, Schulkinder und Gelehrte. Für sie alle verkörpert die Säule die fortschrittlichen wissenschaftlichen und metallurgischen Fähigkeiten des alten Indiens, lange bevor die industrielle Revolution die Welt veränderte. Sie ist ein starkes Gegennarrativ zur kolonialen Darstellung einer stagnierenden, untechnologischen Gesellschaft. Die Säule steht als Symbol für Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit. Sie hat den Aufstieg und Fall von Dynastien miterlebt, hat Invasionen überstanden
und war Zeuge der Verwandlung Delhis von einer antiken Stadt in eine pulsierende Metropole. Ihre Fähigkeit, dem Zahn der Zeit zu widerstehen, wird metaphorisch auf die indische Kultur selbst übertragen. Eine Kultur, die trotz zahlloser historischer Umwälzungen ihre Essenz bewahrt hat. Über die Jahre entwickelte sich auch eine volkstümliche Legende um die Säule. Es hieß, wer sich mit dem Rücken zur Säule stellt und sie rückwärts mit den Händen umgreift, dessen Wunsch würde in Erfüllung gehen. Diese Tradition führte dazu, dass unzählige Hände die Oberfläche polierten, was möglicherweise sogar zur Stabilität der Passivierungsschicht beitrug. Aus konservatorischen Gründen ist dies heute durch einen Zaun unterbunden, doch die Legende lebt in den Erzählungen weiter. Für Ingenieure und Wissenschaftler ist sie eine Quelle der Inspiration, ein Objekt, das zeigt, wie altes Wissen moderne Probleme beleuchten kann. Für die Nation ist sie ein Symbol des Stolzes, ein unerschütterliches Denkmal, das nicht durch Eroberung errichtet wurde, sondern durch Wissen und Handwerkskunst. Sie ist ein Stück Ewigkeit aus Eisen, das im Herzen Indiens steht und von einer Vergangenheit erzählt, die die Zukunft inspiriert. So sehr wir auch das Geheimnis der Rostbeständigkeit der Säule gelüftet zu haben scheinen, wäre es vermessen zu glauben, wir hätten alle Antworten. Wie bei jedem großen historischen Rätsel enthüllt jede Antwort neue, subtilere Fragen, die uns mit einer gewissen intellektuellen Demut zurücklassen. Die größte verbleibende Frage betrifft die Absicht. War die Schaffung dieses rostfreien Eisens reiner Zufall, ein Nebenprodukt der verfügbaren Materialien und Techniken? Oder besaßen die Schmiede der Gupta-Zeit ein empirisches, über Generationen weitergegebenes Wissen? Wussten sie, dass die Zugabe bestimmter Erze oder die Verwendung spezifischer Holzkohle zu einem haltbareren Produkt führte, auch wenn sie die zugrunde liegende Chemie nicht verstanden? Wir können es nicht mit Sicherheit sagen. Die schriftlichen Aufzeichnungen hierzu schweigen. Ein weiteres ungelöstes Rätsel ist die logistische und technische Meisterleistung der Herstellung selbst. Wie genau wurde ein über 7 Meter langes und mehr als 6 Tonnen schweres Stück Schmiedeeisen im 4. oder 5. Jahrhundert hergestellt? Die Methode des Hammerschweißens kleinerer Eisenluppen ist die wahrscheinlichste Theorie, aber die schiere Größe und die nahezu perfekte Homogenität des Endprodukts sind atemberaubend. Die Organisation der Arbeitskräfte, die benötigte Menge an Holzkohle und Erz und die Koordination des Schmiedeprozesses müssen immens gewesen sein. Details dieses Prozesses sind für immer in der Vergangenheit verloren. Auch der ursprüngliche Standort der Säule ist nicht zweifelsfrei geklärt. Die Inschrift verweist auf einen Hügel namens Vishnupada. Aber die genaue geografische Lage dieses Ortes ist unter Historikern umstritten. War sie Teil eines größeren Tempelkomplexes, der Vishnu gewidmet war und von dem heute keine Spuren mehr existieren? Und was ist mit dem ursprünglichen Kapitell geschehen, das vermutlich eine Darstellung des mythischen Vogels Garuda, Vishnus Reittier, trug? Wann und warum wurde es entfernt? Die Eisensäule ist somit ein Objekt, das sowohl Antworten gibt, als auch Fragen aufwirft. Sie erinnert uns daran, dass die Geschichte kein abgeschlossenes Buch ist, sondern ein fortwährendes Gespräch mit der Vergangenheit, in dem einige Seiten für immer leer bleiben werden. Wenn wir am Ende unserer Reise angelangt sind, was bleibt von der Geschichte der Eisensäule von Delhi? Es ist mehr als nur die Faszination für eine metallurgische Anomalie. Es ist eine tiefere Reflexion über die Natur der Zeit, des Wissens und der menschlichen Schöpfung.
Dieses Stück Eisen ist ein stiller Philosoph. Es lehrt uns über Beständigkeit in einer Welt des Wandels. Die Hände, die es formten, sind längst zu Staub zerfallen. Das Gupta-Reich, in dessen Auftrag es entstand, ist nur noch eine Fußnote in den Geschichtsbüchern. Die Götter, denen es gewidmet war, werden heute anders verehrt. Doch die Säule steht. Sie ist ein physischer Anker in der reißenden Strömung der Zeit, ein materieller Beweis dafür, dass menschliche Schöpfungen ihre Schöpfer überdauern können. Sie verbindet uns auf greifbare Weise mit Menschen, die vor 16 Jahrhunderten lebten, mit ihren Fähigkeiten, ihrem Glauben und ihren Ambitionen. Die Säule lehrt uns auch etwas über die Natur des Wissens. Die Handwerker, die sie schufen, kannten keine chemischen Formeln oder Phasendiagramme. Ihr Wissen war praktisch, intuitiv und in der Erfahrung verwurzelt. Sie schufen ein Meisterwerk nicht durch theoretische Abstraktion, sondern durch meisterhafte Beherrschung von Material und Prozess. Es erinnert uns daran, dass es verschiedene Wege zur Erkenntnis gibt und dass die Weisheit alter Kulturen nicht gering geschätzt werden sollte, nur weil sie nicht in der Sprache der modernen Wissenschaft formuliert ist. In ihrer schlichten, eleganten Form fordert die Säule unsere Vorstellungen von Fortschritt heraus. In einer Zeit, in der wir Produkte für den schnellen Verbrauch und die geplante Obsoleszenz herstellen, steht sie als Mahnmal für Langlebigkeit und Qualität. Sie ist ein Vorwurf an unsere Wegwerfkultur. Was von unserer eigenen Zivilisation wird in 600 Jahren noch übrig sein? Welche unserer Schöpfungen werden mit der gleichen stillen Würde und Unversehrtheit die Jahrhunderte überdauern? Vielleicht ist das die letzte und tiefste Lektion der Eisensäule von Delhi, dass das Streben nach wahrer Beständigkeit nicht in der Komplexität, sondern in der Einfachheit, nicht im Vergänglichen, sondern im Wesentlichen liegt. Ein Stück Eisen, das zu einem Symbol der Ewigkeit wurde.